Moin Moin, hier ist Dennis von Easy Feedback mit meinem nächsten Insight für euch. Die fast perfekte Umfrage. Ihr habt alles vorbereitet, ihr habt Tage, Stunden damit verbracht, euren perfekten Fragebogen aufzubauen. Ihr habt die richtigen Fragen gewählt, ihr habt das Layout angelegt, ihr habt den Fragebogen aufgebaut, aber dann am Ende, was passiert? Ihr erreicht nicht die Teilnehmerzahl oder das gewünschte Verhalten von euren Teilnehmern, dass die bis zum Ende teilnehmen. Warum ist das so? Es gibt unterschiedliche Gründe, warum die Teilnehmer abbrechen oder die Teilnahmequote schlecht ist. Und ich möchte euch jetzt 8 Tipps an die Hand geben, wie ihr eure perfekte Umfrage aufbaut. Der erste Tipp ist, keine internen Bezeichnungen benutzen. Was ist KUZU? Was ist KUZU? Woher sollen wir wissen, was KUZU ist? Wir intern wissen, KUZU heißt oder steht für Kundenzufriedenheit. Aber wenn ich meinen Kunden frage, wie zufrieden bist du mit dem KUZU-Programm, dann kann der nicht darauf antworten, weil der kennt KUZU einfach nicht. Also hier als ersten Tipp, keine internen Bezeichnungen benutzen, sprecht in der Sprache wie eure Teilnehmer und vermeidet es, interne Floskeln in der Umfrage zu platzieren. Der zweite Tipp ist, keine Abfragen zu Themen, die zu weit in der Vergangenheit liegen. Versetzt euch immer in die Lage des Teilnehmers. Wann hatte der das letzte Mal mit euch Kontakt? Zu welchem Thema befragt er ihn und wann hat das stattgefunden? Es ist schon, die Aufmerksamkeitsspanne oder die Gedächtnisspanne ist oft sehr, sehr kurz. Das sehen wir schon, wenn wir zum Beispiel nachfragen, über welche Suchbegriffe derjenige auf die Website gekommen ist und wir auf der Website eine kleine Mini-Befragung aufgebaut haben. Für uns im Marketing natürlich super Informationen, wenn wir wissen, welches Keyword eingegeben wurde, aber selbst das kann nach wenigen Sekunden keiner mehr zu 100% genau sagen und es kann auch keiner sagen, ob er auf eine Anzeige oder auf einen natürlichen Sucheintrag in der Suche geklickt hat. Also daher der Tipp, konzentriert euch darauf bzw. passt auf, dass ihr nicht Themen abfragt, die einfach zu weit in der Vergangenheit liegen, wo keiner mehr richtig Feedback geben kann. Denn das hilft euch nichts, das verschwendet eine Frage, die ihr sonst hättet besser füllen können im Fragebogen. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, gute Überleitung, der falsche Zeitpunkt. Wann lade ich meinen Teilnehmer ein? Das ist natürlich immer abhängig von meiner Art der Befragung, was ich mache. Wenn ich eine Mitarbeiterbefragung habe oder halt auch über eine längerfristige Beziehung mit meinen Kunden spreche, habe ich natürlich einen gewissen Zeithorizont, in dem ich das mache, weil der Kunde oder auch der Mitarbeiter permanent mit mir in Kontakt ist und ich natürlich dann über seine Bedürfnisse und seine Zufriedenheit fragen kann. Wenn ich aber schnell nach einem Event oder nach einem Kauf oder nach einer Situation Feedback haben möchte, dann sollte ich auch direkt danach das Feedback einholen. Weil wenn ich da zu viel Zeit verstreichen lasse, dann gehen die ganzen Eindrücke, die Emotionen, das geht alles, rückt in Vergangenheit und ich bekomme nicht mehr das Feedback raus, was ich brauche. Also guckt da wirklich, in welcher Situation ihr euch befindet, wann ihr das Feedback einholen wollt und möglichst schnell dann das Feedback auch einholen, sodass da keine Gedanken verloren gehen beim Teilnehmer. Der nächste Punkt ist Textdoppelung. Ja, was bedeutet Textdoppelung? Oft sehen wir das oder beziehungsweise wir raten auch dazu, das heißt, wenn ich jemand zur Umfrage einlade, ob jetzt Mitarbeiter- oder Kundenumfrage, dass wir immer mit offenen Karten spielen, dass wir sagen, warum sprechen wir dich heute an, warum hätten wir gerne dein Feedback, du kannst uns helfen und uns weiterentwickeln. Das ist auch wunderbar. Das wird auch sehr oft dann in der E-Mail-Einladung schon platziert, wird sehr ausführlich beschrieben und dann sehen wir ab und zu, dass wenn man dann die Befragung öffnet, auf der Begrüßungsseite der identische Text nochmal steht. Und das ist halt einfach zu viel. Ich sag mal, wenn ich in der E-Mail-Einladung schon alles gesagt habe, was ich sagen muss und alle Informationen mitteile, dann brauche ich das auf der Begrüßungsseite nicht nochmal machen. Denn wir wissen alle, die Aufmerksamkeitsspanne ist sehr gering. Wir sind alle irgendwo ein bisschen faul und wir wollen natürlich so viel wie möglich von unseren Teilnehmern rausholen. Und wenn wir ihn dann halt mit Textdoppelung aufhalten, dann ist das eher kontraproduktiv als produktiv. Von daher würde ich immer empfehlen, die Inhalte ein bisschen zu splitten. Das heißt, ich habe den Einladungstext, den kann ich ein bisschen kürzer halten, kurz auf den Punkt kommen und vielleicht auf den Begrüßungstext dann ein bisschen detaillierter sprechen. Oder ich drehe das halt um, dass ich in der E-Mail-Einladung schon dort sehr detailliert sage, worum es geht. Und wenn ich in die Befragung reinkomme, dann geht es aber auch direkt los. Man kann zum Beispiel auch die Begrüßungsseite ausblenden, weil jeder weiß, wir klicken jetzt auf eine Umfrage, es geht los. Also von daher da immer darauf achten, keine Textdoppelung zu setzen. Der nächste Tipp, den ich mitgeben würde, der kommt auch aus dem vorherigen Resultat, keine zu langen Texte zu platzieren. Wir sind alle sehr hochintelligente Lebewesen, wenn man das mal so sagen darf. Wir können zwischen den Zeilen lesen, wir können Zusammenhänge erkennen. Wir müssen nicht in einem Text
im Detail erklären. Das verstehen wir schon. Und so habe ich auch die Möglichkeit, sehr knackig und sehr kurz mit meinem Teilnehmer zu sprechen, um halt da die Aufmerksamkeitsspanne, die sehr gering ist, wirklich gut auszunutzen und ihn auch direkt in die Befragung zu leiten, ohne ihn mit einem langen Text erstmal zu überrumpeln. Sage ich jetzt mal vorsichtig, das ist keine Pauschalregel, das möchte ich hier damit nicht sagen. Es gibt Projekte, in denen das notwendig ist, viel zu sagen, aber es gibt auch oft Projekte, wo das gar nicht so notwendig ist. Und daran denkt einfach dran, wenn ihr euren nächsten Text schreibt, ist es sinnvoll oder ist es notwendig, dass wir so viel schreiben oder können wir es halt auch kürzer halten. Der nächste Tipp wäre, das habe ich auch schon öfters gesehen, dass zum Beispiel, einfach mal angenommen, für eine mehrsprachige Umfrage mehrere Umfragen aufgebaut werden. Das heißt, ich habe den identischen Fragebogeninhalt, aber in verschiedenen Sprachen, in mehreren Umfragen. Oder halt auch für eine 360-Grad-Beurteilung, dass dann für jede Führungskraft eine Umfrage aufgebaut wird. Mag hier und da vielleicht mal einen Vorteil bringen. Grundsätzlich würde ich sagen, wir können in Easy Feedback sehr viel abhandeln. Wir können das systemseitig alles zuordnen und auch wieder splitten für die Auswertung, so dass es nicht unbedingt notwendig ist, dass wir halt viele Fragebögen damit aufbauen. Denn das, was wir da machen, ist, wir splitten halt auch den Ergebnistopf. So, wir haben dann die Ergebnisse in verschiedenen Befragungen liegen und müssen die danach wieder zusammenführen. Das ist sehr zeitaufwendig und mühsam. Die Zeit kann man sich sparen, wenn man im Vornherein sagt, okay, wir packen das intelligent in eine Befragung und lösen das dann darüber ab. Das hat dann für viele einen Vorteil an der Stelle. Der nächste Punkt ist Anonymität bei Mitarbeiterumfragen. Sehr kritischer Punkt. Wir wissen alle, gerade bei Mitarbeiterumfragen spielt die Anonymität eine sehr, sehr große und sehr, sehr wichtige Rolle, weil die Mitarbeiter Angst haben, identifiziert zu werden, um dann daraus eventuell aus ihrem konstruktiven Feedback negative Schlüsse zu ziehen. Wir haben mit Easy Feedback Funktionen entwickelt, wie zum Beispiel diese Anonymitätsfunktion, dass wir es technisch garantieren, dass es 100%ig anonym ist. Trotzdem hört man immer wieder, naja, es ist ein digitales Produkt, ihr wisst schon, wer ich bin und wie ich mein Feedback gegeben habe. Nein, wir wissen es nicht, weil wir das systemseitig nicht verknüpfen. Aber das weiß der Mitarbeiter an der Stelle nicht. Wir können das sagen und müssen darauf vertrauen. Es gibt aber noch 2 Tricks, wie man das Ganze noch ein bisschen weiter fokussieren kann, sodass mehr Vertrauen in die Befragung stattfindet. Wenn Sie zum Beispiel per E-Mail einladen und die Anonymität sehr, sehr wichtig ist, dann wäre meine erste Empfehlung, nicht persönlich anzusprechen. Das heißt, nicht mit dem eigenen Namen anzusprechen, obwohl wir das können, aber es nicht zu tun. Somit zeige ich erstmal, okay, ich spreche eine große Masse an und nicht dich Einzelnen, weil ich kenne dich ja eigentlich nicht. Und der zweite Tipp ist bei Erinnerungsmails, die wir auch über Easy Feedback wunderbar systemseitig versenden können, auch nur an die, die noch nicht teilgenommen haben, was natürlich einen sehr großen Vorteil ist. Wir penetrieren nicht die Personen, die schon teilgenommen haben, aber gerade für diesen Fall Mitarbeiterbefragung ist es eher etwas hinderlich. Da hat auch die Erfahrung gezeigt, dass wenn man die Erinnerungsmail sendet, einfach diese an alle raussenden mit dem Hinweis, wenn sie noch nicht teilgenommen haben, dann bitten wir darum, dass sie teilnehmen. Hat einfach den einzigen Vorteil, dass wenn sich 2 Kollegen gegenüber sitzen und nur der eine diese Erinnerungsmail bekommt und der andere nicht und es heißt, die ist anonym, dann fragen die beiden sich sofort, warum kriegst du die Mail und ich kriege nicht die Mail. Also irgendwie scheint das ja doch nicht anonym zu sein. Das als kleinen Tipp an der Stelle zur Anonymität, um es noch ein bisschen das Vertrauen nach oben zu kriegen. Und der letzte Tipp ist, sparsam mit Pflichtfragen umgehen. Natürlich, wir wollen alles wissen. Der Teilnehmer soll alles beantworten und das am liebsten sofort und sich gar nicht lange Zeit lassen. Aber Pflichtfragen sind ein Hindernis für den Teilnehmer. Und ich würde empfehlen, Pflichtfragen nur da einzusetzen, wo ich es brauche. Das heißt, wenn ich mit Logiken, Filtern oder Sprüngen arbeite. Das heißt, ich brauche eine Antwort des Teilnehmers, um dann eine Folgeaktion durchzuführen. Da ist es absolut sinnvoll, mit Pflichtfragen zu arbeiten, aber es ist nicht überall sinnvoll, mit Pflichtfragen zu arbeiten. Generell sage ich jetzt mal aus meiner persönlichen Meinung, wenn ich daran teilnehme und wenn ein Teilnehmer an der Umfrage teilnimmt, dann macht er das, weil er sich dafür entschieden hat. Und dann beantwortet er auch die Fragen. Wenn ich ihm aber jedes Mal aufdrücke, dass er alle Fragen beantworten muss und er hat vielleicht eine Frage, die er nicht beantworten kann oder nicht möchte, dann komme ich da schwer raus. Wir haben natürlich auch Funktionen, so mit dieser keine Angabeoption, um das ein bisschen zu neutralisieren an der Stelle. Das heißt, dass der Teilnehmer trotzdem weiterkommt. Generell würde ich aber immer empfehlen, sparsam mit Pflichtfragen zu sein. So, das waren auch schon wieder meine 8 Tipps zur perfekten Umfrage. Von daher, ich wünsche euch viel Erfolg. Ich hoffe, es hat euch irgendwo ein kleines bisschen weitergebracht und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.